So, willkommen zu den Patch Note Rundown 6.1, sozusagen gerade erst veröffentlicht, frisch auf dem Markt, und deswegen wollte ich einmal kurz für die Leute die Patch Notes durchgehen, für die, die keine Lust haben, diese durchzulesen. Gehöre ich manchmal auch dazu, aber es ist ja immer ganz hilfreich, muss man sagen. So, hier sind ein bisschen für den Champion Select kleine Änderungen. Auf die möchte ich erstmal gar nicht so eingehen, das ist dann halt, also finde ich jetzt erstmal nicht ganz so interessant. Ich würde gerne mit den Champions losgehen, ein bisschen mit Items und die leichten Jungle Changes und sowas. Also beginnen tun wir mit Bard. Kleiner Buff, vielleicht kennt man ja Bards Auto-Attack, wenn er einen Meep hat, wo dann ein sogenannter Cone hinter ihn kommt, also so eine AoE-Schaden, und der wurde jetzt auf jeden Fall ein bisschen gebufft, mit 150 Radius, um das Target, was man angreift, also um das Ziel, was man angreift. Und das war vorher, sah das manchmal so aus, als wenn es getroffen wurde, aber dann hat es keinen Schaden gemacht. Das haben die jetzt so mit diesem Buff geändert. Hier war nur ein Bugfix, dass Brands Ulti immer ein Champion Fokus bis er tot ist. So, hier ist nochmal Caitlyn, einfach eher so ein Bugfix auch mit den Headshots, dass sie ein bisschen smoother rüberkommen und besser funktionieren. Bei Fiddlesticks haben sie die also den Silence, die Mana-Kosten runter, um vor allen Dingen auch sowas wie Support Fiddlesticks, haben sie hier geschrieben, oder Middlesticks zu ermöglichen. Und den Jungle Fiddlesticks, den ganz normalen, wollen sie eher nicht damit stärken, haben sie geschrieben. So, Gangplank hat die Passive ist skaliert weniger auf AD, also von 1,2 auf 1,0. Dafür ist aber die Zeit länger, in der sie wirkt, nämlich von 1,5 auf 2,5 Sekunden. Und pro Tick sind es jetzt 10 Damage, vorher 6. Aber die schreiben, dass es trotzdem der gesamte Schaden gleich bleibt, obwohl pro Tick mehr Schaden kommt. Hier wieder Bugfixes mit, dass irgendwie Mana wieder bekommen hat und so ein Scheiß. So, Kalista, ganz interessant. Man kennt ja, wenn sie die Speere wieder rauszieht und das Ziel tötet, ob es ein Minion oder als Champion ist ja egal. Dass ihr Mana wieder bekommt, also auch bei einzelnen Minions, auch bei einem einzigen, das ist jetzt nicht mehr so, als wenn sie den Speer in einen einzelnen Minion haut, den dann wieder rauszieht und tötet, kriegt sie kein Mana wieder. Dafür kostet die selber 10 Mana weniger, also jetzt 30. Und bei, also wenn man mehrere Minions oder Champions tötet mit den Speeren und die, also beim Rausziehen, dann kriegt sie auch die komplette Mana-Kosten wieder erstattet. K6 auch ein Buff, ganz klar. Was hier vielleicht das Wichtigste ist, mit den Explosionen, ist das um 50 erhöht worden, der Radius von der Explosion, und sein Sprung um 100 Einheiten. Ja, das ist vielleicht auch ganz interessant. Die LeBlanc Chain wurde verschnellert, also die fliegt jetzt schneller. 150 Geschwindigkeitseinheiten ist wahrscheinlich ganz okay. Zwischendurch kamen sie mir auch ziemlich lahm vor, muss ich sagen. Miss Fortune ist ja momentan ziemlich stark, muss ich sagen. Wurde deswegen wahrscheinlich auch genervt. Also hier, man sieht, die Passive wurde genervt von 0,6 auf 0,5 bis 1. Total Attack Damage at Level 1 bis 18. So, auf jeden Fall das haben wir. Dann noch die also ist hier der Damage hier, 90, hier 80, am Ende 310 und hier nur 220, also um 110 Schaden runter. Das ist schon gar nicht. Rechnen muss man könnte um 90, meine ich natürlich. 90 Schaden runter, das ist natürlich schon ein ziemlicher Buff, Nerf. So, hier, das ist auch interessant, Mordekaiser haben sie meiner Meinung nach ziemlich gebufft, damit, dass man ihn ja vorher eigentlich auf Toplane gespielt hat, bevor er gereworked wurde, und jetzt hat man ihn ja Botlane gespielt als ADC, vor allem weil er mit einem Verbündeten diesen Kreis machen konnte und dann
beide dafür gehealt wurden, oder er zumindest, soweit ich mich erinnere. Das kann man jetzt auch auf Minions machen. Das ist halt hier neu. Und ich glaube, das macht ihn dann jetzt wieder attraktiver für die Mid- oder auch die Top-Lane. Ja, dann die anderen Genauigkeiten kann man sich selber durchlesen. Auf jeden Fall war das der wesentliche Punkt von Mordekaiser. Also das Schild braucht länger zum Abklingen noch und also die Ulti gibt ihm mehr Schaden, mehr Bonusschaden und sie braucht länger zum Abklingen. So. Riven hat die Passive, wurde ein bisschen verstärkt. Und Rumble wurde auch, also es ist ein wirklicher Buff, weil hier sein Radius von 50 auf 35 und dann der Flammenwerfer von 550 auf 600 Range gepackt wurde, aber dafür nur auf eine Viertelsekunde, also Tickrate und vorher 0,5 Sekunden, das heißt, der Schaden tickt eine halbe Sekunde und jetzt noch eine Viertelsekunde, also dafür die Range höher ein bisschen, aber der Tick weniger. Das hier, der Exchange bei Teemo, regt mich ziemlich auf. Erstmal sein Grundschaden wurde erhöht. Ich meine, Teemo ist ja nicht schlecht, ne? Und die Unsichtbarkeit ist ja eins der nervigsten überhaupt. Und vorher wurde man schneller in Büschen unsichtbar. Das ist jetzt nicht mehr so. Dafür kann er jetzt unsichtbar in sich in Büschen bewegen. Ich meine, was ist das denn für eine Scheiße? Die Unsichtbarkeit verschwindet ab dem Zeitpunkt er wieder in Kampf ist, also egal ob er angegriffen wird, glaube ich, oder er angreift. Und die Ulti hat eine höhere Range, also man kann die Pilze von weiter weg werfen, zumindest am Anfang. Also 300 auf 400 bei der ersten Ultimate-Stufe, dann 600 auf 650 und bei Ulti-Stufe 3 ist es unverändert. Das ist auch ganz witzig, die Beschreibung hier, haben sie geschrieben, gebrochener Zahn oder sowas, weil die Kuh von Trundle, da beißt er ja und vorher konnte man auch einen Turret beißen und da haben sie jetzt geschrieben, ja, das geht natürlich nicht, da würde sich seine Zähne kaputt beißen und deswegen funktioniert das nicht mehr. Also man kann nicht mehr mit der Kuh Türme attackieren. Der wurde allgemein ein bisschen genervt, nämlich noch der Pillar, der braucht jetzt, also kostet mehr Mana und bringt nicht mehr so viel Vision, also es ist eigentlich nur ein Bugfix, wo er manchmal zu viel Vision gebracht hat, bringt natürlich genauso viel Vision wie vorher. Und die Ulti, also braucht länger zum Abklingen und kostet 25 mehr Mana. Hier ist auch nur ein Bugfix. Ist auch nicht so wichtig, auch ein Bugfix. Windwall, dass sie auch das tut, was sie soll. Bla bla bla, Heimerdinger, aber es ist alles Bugfixes. Ganz interessant hier neues Jungle-Item, beziehungsweise nicht neues Jungle-Item, neue Entwicklungsstufe eines Jungle-Items, nämlich das ist so ein Runic Echoes, also ein Enchantment, also ein Upgrade für das Jungle-Item. Und das ist sozusagen ein Ludens Echo für Jungler. Natürlich nicht so stark wie das richtige Ludens Echo, also weniger AP. Aber dafür bringt es auch Mana wieder, was die Jungle-Items natürlich machen. Oder was sie, ja, machen, wenn man Monster angreift, oder große Monster. Dann bringt das Mana wieder und fügt dem mehr Schaden zu. Dafür natürlich auf Champions weniger attraktiv, also gegen Champions. Aber ich glaube, das ist ganz coole Änderung, weil einfach als Jungle-Item auch mal eine Änderung brauchte, weil nicht jeder AP-Jungler braucht die Schienen. Ich meine, muss auch mal was anderes her und das finde ich gut, dass sie das gemacht haben. Ermöglicht wahrscheinlich auch neue AP-Jungler oder zumindest wird es mehr rumprobiert und das finde ich gut. So, dieses Smite Change ist einfach nur, dass er nicht mehr zum Beispiel auf Rylas Trista oder auf Zaubervampir wirkt. Also vorher hat der Smite anscheinend Leben wiedergebracht
und geslowed, wenn man Rylas Crystal Scepter hatte. Das ist jetzt nicht mehr so. Dann wurde das andere Jungle Item, also einfach um 50 Gold und Mana Regeneration, wurde um 30% erhöht, um das attraktiver zu machen. Der Rift Herald macht jetzt 10 Schaden weniger. Die Raptoren lassen sich länger sehen, glaube ich. So, jetzt mit den Wards ist auch noch ganz interessant. Also Standard Ward, der gelbe, Stealth Ward, klar, 180 Sekunden bleibt er da und 120 Sekunden Abklingzeit. Wir haben sie jetzt auf 90 Sekunden Abklingzeit reduziert. Finde ich gut. Und was man jetzt momentan sehr, sehr viel gesehen hat, das blaue Warding-Item. Vor allem, weil man sich nicht in die Gebiete wagen musste, indem man warden möchte. Natürlich, der Ward ist nicht unsichtbar, aber man konnte den einfach richtig spammen. Bei 60 Sekunden Abklingzeit konntest du den einfach doppelt so oft raushauen wie den Stealth Ward. Okay, der Stealth Ward sind noch 2. Aber dafür muss man da sich in unmittelbare Nähe begeben des Gebiets, in dem man warden möchte. So, das haben sie anscheinend auch gemerkt. Und deswegen 60 Sekunden und 92 Sekunden. Also wurde das auf jeden Fall erhöht. Das ist auch ganz interessant. Eye of the Oasis, also die Kombination aus Sidestone und Mana-Item für die Supporter. Da wurde die Mana-Regeneration runter von 50, aber dafür haben die jetzt 10% Abklingzeit. Reduzierung ist ja auch ganz praktisch. Da muss man sich nicht unbedingt als AP-Supporter, zum Beispiel Janna oder ähnliche, mit denen ich mir eigentlich immer die Coin geholt habe, einfach für den Speed Boost. Ist jetzt auf jeden Fall ganz praktisch mit der Cooldown Reduction. Mana, ja, muss man halt dann handeln, die 50% weniger. Und das gleiche gilt für Eye of the Watchers, also mit dem anderen Jungle-Item, mit dem blauen Dolch. Wenn man das in das Sidestone, mit dem Sidestone kombiniert, gelten genau die gleichen Regeln wie mit der Coin und den Sidestone. Die Mana-Regeneration von dem normal ausgebauten blauen Supporter-Item ist auch um 100 reduziert. Und Sunfire ist leicht gebufft mit 5 Armor. Bugfix nur hier, Phantom Dancer hatte er ursprünglich, das alte Phantom Dancer, 5% Movement Speed. Das ist jetzt auch wieder da. Dafür sind diese 5 Movement Speed weg, wenn man nah von Gegnern ist. Das war ja so, der neue Phantom Dancer, 12% Movement Speed um Gegner rum oder nahe Gegnern. Das ist jetzt auf 7% und dafür 5% Movement Speed überhaupt. Also egal wo man ist, muss man nicht in der Nähe von Gegnern sein. Ganz cool für ADCs, hier Static Shift von 75 auf 120. Schaden also für Minions, wenn man Minions attackiert. Ist auf jeden Fall sehr gut. Also dann wird man das jetzt auf jeden Fall noch häufiger sehen. Hier Hurricanes leicht erhöht, Movement Speed. Und die Rapid Fire Kanone um 1% Movement Speed runter. Ist jetzt nicht so dramatisch. Hier Lord Dominic's Regards, also das von Last Whisperer, das Update, oder eins von den Updates ist um 5% Armor Penetration hochgescaled. Genauso das andere Update von Last Whisperer, auch um 5% erhöht. Was ich ganz gut finde, auch in diesen Patch Notes, dass der Tiamat billiger wurde, weil bis man den gebaut hat, hat das echt ewig gedauert. Von der Hydra gar nicht erst zu reden, haben sie jetzt auch gemerkt anscheinend. Hier die Kombinationskosten sind jetzt nur 175 und gesamt kostet es 1200 Gold statt 1250. Natürlich, wenn der Tiamat billiger ist, wird auch die Hydra billiger und auch die Titanic Hydra billiger. Um 100 Gold und auch die um 100 Gold und hier um 50 und hier um 50 Gold Kombinationskosten. So, hier, das wurde auch ein bisschen gebufft. Dafür wird das
das Heilen mit dem Item reduziert, aber dafür alles andere gebufft. So, auf die Masteries möchte ich erst gar nicht so eingehen. Da würde ich vielleicht nochmal ein extra Video machen. Und ja, das waren die Patch Notes, vielleicht noch ganz cool. Neuer Skin kommt, Challenger Nidalee. Ich hoffe, ich habe alles abgedeckt und alle wichtigen Punkte mit reingebracht. Falls ich mich irgendwo korrigieren muss, könnt ihr mir das gern sagen, dann ändere ich das gerne. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal.